Eskalation im Nahen Osten, warum die EZB vor der FED senken wird und Ausblick auf die US-Berichtssaison. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Während letzten Oktober der Schock über die Attacke der Hamas an den Börsen zwar heftig, aber vergleichsweise kurz ausfiel, ist diesmal die Ausgangssituation wesentlich gefährlicher. Wie wird die Reaktion Israels ausfallen? Jeder zweite Politiker sprach von Flächenbrand. Die verbleibenden Golfstaaten riefen umgehend zur Mäßigung auf und vor allem voran die wichtigsten Öl- und Gaslieferanten. Die erste Reaktion war raus aus dem Risiko, also Risk-Off. Aktien verloren 1,5%, der sichere Hafen waren Anleihen, gefragt war ebenso Gold und auch Öl stieg kurzfristig. War es das? Solange wir noch Sorgen vor einem Gegenschlag aus Israel haben, ist es das nicht. Also ist alles noch nicht vorbei. Abgesehen vom steigenden Ölpreis kursieren Ängste um eine Blockade der Straße von Hormuz. Einerseits ist das die wichtigste Öllieferroute, andererseits durch die anhaltenden Angriffe der Houthi-Rebellen verkürzen einige die Lieferrouten aus Asien, indem sie in Dubai, Bahrain oder Kuwait auf Flugzeuge umsteigen, um die Fracht rasch nach Europa zu bringen. Jede Verzögerung kostet Zeit und/oder höhere Frachtdaten. Also eine Eskalation im Persischen Golf ist nicht gewünscht. Wenn man es nüchtern betrachtet, so waren in den letzten 100 Jahren rund 30 geopolitische Ereignisse, die starke Marktreaktionen zeigten. Dies führte kurzfristig im Schnitt zu einer rund 7%igen Korrektur. Mit etwas Geduld, zum Beispiel ein Jahr, waren 25% der Vorfälle positiv. Und im Schnitt aller stand der amerikanische Index rund 13% höher. Nach den Notenbanken ist vor den Notenbanken. Die US-Inflation fand wenig Gefallen. Damit sinken auch die Erwartungen, dass die FED im Juni erste Zinsschritte setzen wird. Während nach den Worten von Madame Lagarde die EZB im Juni die ersten Senkungen vornehmen kann, wenn die Daten passen. Warum ist die Präsidentin hier so sicher? Sie hat noch einen Joker, nämlich den harmonisierten Energiepreisindex. Also Inflation auf Energie, wenn man so will. Dieser umfasst alle möglichen Energiekomponenten, zum Beispiel Strom oder Gas. Die folgende Grafik habe ich von unserem Volkswirt Gabriel Banzenböck. Und wenn man nur das Bild ansieht, so hat der Inflationsindex kaum nachgelassen. Während die Rohstoffpreise, in unserem Fall der holländische Gasfuture, kräftig zurückgekommen ist. Die Energiepreisbremse und/oder staatliche Zuzahlungen erlauben es den Versorgern, die Preise stabil hochzuhalten. Andererseits, wie oft habt ihr eine Anpassung bei eurer Energieabrechnung? Das ist normalerweise einmal im Jahr. Und somit wird wohl auch in den nächsten Wochen noch etwas Druck vom Kessel kommen. Auch wenn in den letzten Tagen Gas und Öl volatiler waren. Werfen wir noch einen Blick auf die US-Berichtssaison. Letzte Woche berichteten bereits die großen Banken, der Start war mau. Aber der Cocktail Nahostkonflikt, Apple hat um 10% weniger iPhones verfrachtet und China wird zukünftig ausländische Chips eliminieren, war wohl etwas zu heftig für die Börsen. 4 Grafiken im Schnelldurchlauf zeigen uns einiges. Erstens, der Ausblick für die nächsten Quartale zeigt Zuversicht. Gespeist aus der guten Konjunktur, die Atlanta Fed hat am Montag die Wachstumsprognose für das erste Quartal auf 2,8% angehoben und die Hoffnung auf einige Zinssenkungen. Zweitens, stärkster Treiber sind Wachstumswerte mit 20% plus gegenüber dem restlichen Markt. Drittens, der Tech-Sektor kann die Margen seit vielen Jahren steigern und im Vergleich zum breiten S&P sind diese rund doppelt so hoch. Zum anderen, wenn man die Erträge auf ein Jahr vorschreibt und die Bewertungen vergleicht, ist Big Tech, das ist der gelbe Balken, sehr attraktiv bewertet. Ja, mit diesen Infos verabschiede ich mich für heute, wünsche euch eine gute Woche, gesund bleiben, euer Larry.